In diesem Video möchte ich dir einmal einen Überblick über Adobe Photoshop geben. Ja, Adobe Photoshop, da scheiden sich ja schon die Geister, ne? Ob Photoshop oder Illustrator oder InDesign. Ja, man braucht sie alle als Grafikdesigner irgendwann, irgendwie für irgendein Projekt, aber der eine mag das lieber, der andere das, der nächste benutzt einfach ganz andere Programme. Ja, völlig legitim und völlig in Ordnung, aber bevor du dir ein Urteil erlaubst, solltest du ja die Unterschiede kennen oder schon mal gesehen haben. Deswegen machen wir heute einmal Photoshop. Photoshop gehört zur Creative Cloud, kannst du abonnieren, ist sogar bezahlbar. Wenn du das kleine Abo nimmst, quasi von der Cloud, da kostet Photoshop ja so um die 10, 11, 12 Euro im Monat. Und du kannst es benutzen und vor allen Dingen bekommst du Updates. Und bei Adobe ist es so, man bekommt auch sehr regelmäßig Updates. Ne? Deswegen ist es schon schön, Photoshop zu haben. Ich selber benutze das Programm schon fast seit Anfang der 2000er Jahre. Ne? Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in einem VHS-Kurs war, der ging über eine ganze Woche und ich habe es geliebt. Ich habe mit jeder Faser meines Herzens versucht, Photoshop zu lernen. Und ich möchte fast behaupten, dass selbst heute, nach so vielen Jahren, ich immer noch nicht jede Funktion kenne. Warum? Ja, Photoshop ist schnelllebig, ne? Also es gibt immer wieder Updates, es wird immer wieder neue Funktionen werden hinzugefügt, es gibt immer wieder Verbesserungen und ja, auf der einen Seite nervig, ja, auf der anderen aber natürlich auch toll, wenn man dann wieder neue Sachen herausfinden kann. In diesem Video geht es nur darum, dir einen Überblick zu geben über Funktionen, die eigentlich immer da sind, ne? Und dazu gehen wir jetzt einmal an den Rechner. So, jetzt habe ich Photoshop einmal geöffnet und das ist so mehr oder weniger der Startbildschirm. Wenn du den nicht siehst, klickst du hier einfach auf Startseite und dann wird das so oder so ähnlich angezeigt. Das ändert sich natürlich mit der Zeit immer und das hier wird hier unten bei dir auch anders aussehen als bei mir. Liegt einfach daran, dass das die zuletzt verwendeten Dateien sind. Wenn ich die Datei jetzt öffnen würde sie einfach verschwinden. Das liegt daran, dass Photoshop eine Verknüpfung zu der Datei erstellt hat und die nicht mehr an dem Ort liegt, an dem sie einmal gelegen hat. Deswegen kann ich diese Datei so hier raus nicht mehr öffnen. Angenommen, du hast die Datei immer noch auf deinem Desktop liegen oder in deinem Bilderordner, wie auch immer, dann würdest du natürlich diese Datei ganz normal öffnen können. Dieses Tutorial ist dazu angelegt, mitzumachen. Ich werde dir gleich einmal die verschiedenen Funktionen zeigen oder einen Überblick geben und dann werden wir gemeinsam einen Arbeitsbereich anlegen und da möchte ich, dass du mitmachst und mir in den Kommentaren erzählst, welche Funktionen du von Photoshop gerne magst oder gerne ausprobieren würdest. Nämlich dann kann ich prima erkennen, welche Tutorials wir als nächstes hier auf dem Kanal anbieten werden. Wenn ich nämlich weiß, dass du stehst besonders auf Pinsel oder Pinseleinstellungen oder du möchtest Muster erstellen, wie auch immer. Wenn du mich das in den Kommentaren wissen lässt, dann weiß ich, das könnte interessant für uns sein und dann werden wir dazu weitere Tutorials aufnehmen. Weiter geht es jetzt erst einmal hier mit dem Startbildschirm. Da kann man ja schon eine Menge drüber sagen. Ich kann hier Dateien öffnen, ich kann eine neue Datei erstellen und ich kann hier auf meine eigenen Dateien zugreifen. Das sind schon mal so die ersten Funktionen und hier kann ich direkt zur Creative Cloud gehen, wenn ich das möchte, nämlich alle meine Programme sind natürlich in der Creative Cloud, da kann ich genau sehen, was ich installiert habe, was ich dafür bezahle, meine ganzen Rechnungseinstellungen, alles ist hier schon ganz einfach vor Ort für mich dran. Das kann ich jetzt hier mal zumachen. Und ich möchte jetzt eine neue Datei erstellen, deswegen gehe ich hier auf Neue Datei. Und du siehst schon, was hier passiert. Einmal die benutzerdefinierten, die ich schon benutzt habe. Und hier würde ich dann meine gespeicherten Dateien finden. Und hier gibt es schon Vorlagen. Also für Foto, für Druck, für Grafik und Illustration, für Web, Mobil und auch natürlich für Film und Video. Oftmals sehr hilfreich, wenn du mal eben schnell sagen wir, du möchtest eine Wallpaper gestalten, wie wir das hier auf dem Kanal auch schon getan haben. Ich verlinke das Video hier mal. Dann kannst du einfach hier auf Mobil wechseln und dir für die verschiedenen iPhones eine Vorlage auswählen. Und wenn ich hier draufklicke, siehst du schon, kommen hier die Pixel in meine Vorgabendetails und ich kann daraus ein Dokument erstellen. Ich gehe mal hier einmal zurück. Was ich dir nämlich jetzt zeigen möchte, ist, ich möchte eine Vorgabe erstellen.
Ja, also wenn du etwas immer wieder benutzt, ist das sehr hilfreich. Ich sage jetzt mal einfach, ich möchte ein Dokument 2000 mal 2000 wieder erstellen und immer wieder benutzen. Natürlich brauche ich mich dann hier um die Ausrichtung nicht kümmern. Ja, ist ja quadratisch, also ist es in dem Fall egal, ob ich horizontal oder eben vertikal nehme. Ich kann entscheiden, ob ich eine Zeichenfläche haben möchte, also diese genannte Artboard, wie wir das schon aus Illustrator und InDesign kennen. Ich kann hier einstellen, in welcher Auflösung ich das Ganze haben möchte. Ich nehme eigentlich immer 300 dpi, ganz egal, ob ich das in RGB oder im CMYK-Modus habe. Bitte achte darauf, dass hier Pixel pro Zoll steht. Und wenn du das hier umstellst, Farbmodus, CMYK-Farbe, die ist für den Druck. Das heißt, wenn du das hinterher nicht nur am Computer benutzen willst, sondern was auch immer du erstellst, drucken lassen möchtest, also angenommen, wir wollen jetzt ein Muster erstellen und dieses Muster soll hinterher gedruckt werden, ist es eine gute Idee, das in CMYK-Farbe einzustellen. Ja, hier hast du nochmal ganz verschiedene Arbeitsbereiche. Wenn du das hier lässt, kannst du schon mal nicht falsch liegen, also einfach so eingestellt lassen. Und dann kannst du der ganzen Sache hier einen Namen geben. Ich nenne das jetzt einfach mal Muster, Vorlage und klick hier rechts auf dieses kleine Ding hier, was zeigt, ich speichere das ab und sag nochmal Mustervorlage und sag dann speichern. Jetzt geht automatisch hier gespeichert auf, also der Tab, und ich kann hier die Mustervorlage öffnen. Ich kann die auch hier löschen mit dem kleinen Mülleimer, aber wenn ich das jetzt nicht möchte, klicke ich einfach da drauf geklickt und ausgewählt ist es, wenn es hier blau umrandet ist, und dann klicke ich hier unten rechts auf Erstellen. Ja, und dann habe ich mein Blatt und kann loslegen. Ich habe jetzt hier einmal ganz bewusst eine andere Arbeitsfläche eingestellt. Wenn du hier schaust, Zeichen, Grafik, Glyphen und so weiter, das wird bei dir komplett anders aussehen. Und das ist auch völlig okay so. Ich will dir nämlich zeigen, wie du eine eigene Arbeitsfläche anlegst. Wenn du auf Fenster gehst, dann siehst du einmal hier Arbeitsbereiche. Und wenn ich jetzt hier auf Grundelemente klicke, ist das wahrscheinlich das, was du siehst, wenn du dein Photoshop zum ersten Mal startest oder vielleicht auch schon ein bisschen was damit gemacht hast. Dann klicke ich hier einmal drauf und du siehst, dass sich hier diese ganzen Felder ändern. Das Schöne ist, ich kann das jetzt komplett so einstellen, wie ich das für mich brauche. Also sagen wir mal, ich mache jetzt hier mal die Pinsel zu, dann gehe ich hier entweder auf diese Registerkarte schließen oder die ganze Gruppe schließen. Wenn ich die Gruppe schließe, dann geht jetzt beides hier zu, ne? Dann geht hier meine Gruppe zu. Kann ich ja mal machen. Also rechte Maustaste, Registerkarten schließen, schwupps, ist alles weg. Und ich habe nur noch hier die Ebenen auf und hier unten habe ich noch, ja, ich habe auch noch Kanäle hier. Auch die brauche ich in aller Regel nicht. Also für mich schließe die jetzt mal, brauche ich nicht. Ich kann mir aber hier selber was einfügen, was ich immer wieder brauche. Und das sollst du auch machen. Du sollst dir eine eigene Arbeitsfläche erstellen. Ich weiß, du wirst vielleicht sagen, na, ich kenne mich noch gar nicht so gut aus, dass ich das kann. Es geht hier ums Spiel. Ne? Es geht einfach darum, mal auszuprobieren, wie das aussieht, wenn man sich eine eigene Arbeitsfläche erstellt und schon mal die ersten Tools benutzt. Also gehe ich jetzt hier mal auf Fenster und sage, ich hätte jetzt gerne wieder was möchte ich denn haben? Zeichen. Dann kann ich, wenn ich meine Schriften bearbeite, dann ist das immer ganz nett. Ich setze das jetzt hier unten an. Du siehst, da ist jetzt eine blaue Linie. Dann, wenn ich das jetzt loslasse, dann ist hier unten meine Zeichenpalette angesetzt. Und Absatz möchte ich auch haben, also ziehe ich mir das hier rein. Dann ist das hier ebenfalls drin. Ich kann das hier noch anordnen. Das heißt, ich kann den Absatz auch nach vorne ziehen und die Zeichen nach hinten, je nachdem, wie ich das haben möchte. Und wenn ich dann hier drauf klicke, ja, dann ändert sich das Feld ein wenig und ich habe die eine oder andere Palette eben vorne. Und hier oben ist es dasselbe. Ne? Hier habe ich die Farben, Farbfelder und Muster. Ich kann aber auch sagen, ja, den Absatz hätte ich gerne hier oben rechts drin, auch kein Problem. Ja? Dann bleibt der Rest, die Zeichen bleiben eben hier unten. Will ich natürlich jetzt nicht, ne? Ein bisschen mehr Platz für die Ebenen darf schon sein. Also lasse ich das erstmal so. Und dann öffne ich mir auch nochmal die Pinsel hier. Also gehe ich hier auf Pinsel und Pinseleinstellungen habe ich jetzt hier
Und jetzt kann ich mir überlegen, wo ich das unterbringe sozusagen. Ja? Brauche ich das hier oben, brauche ich das da unten oder möchte ich es dir lieber in der Seitenleiste haben? Da kann ich nämlich auch noch was reinpacken. Und wieder, du siehst hier dieses blaue Feld. Wenn ich das jetzt loslasse, ist hier mein Zeichen für Pinsel drin. Und die Pinseleinstellungen packe ich jetzt einfach mal da drunter. Das ist jetzt ganz praktisch, ne? Wenn ich jetzt hier was drin habe, so, ich wollte das nur in die Mitte machen, dann kann ich hier immer draufklicken und habe dann eben meine verschiedenen Paletten hier drin, sehr platzsparend, ne? Wenn ich nicht alles hier unterbringen möchte, ist das hier drin. Das brauche ich jetzt zum Beispiel nicht in Creative Cloud speichern, ich speichere es meistens auf meinem Rechner, aber die Creative Cloud ist schon was Schönes. Ne? Also das Gute ist, du bekommst mit jedem Abo, je nach Größe, einen bestimmten Speicherplatz bekommst du in der Cloud und da kannst du immer deine Daten ablegen. Das heißt, wenn du wie ich auch mehrere Rechner hast, vielleicht auf der Arbeit und zu Hause, dann ist es ganz schön, wenn man das in der Cloud speichert, weil so hat man seine Dokumente immer dabei. Das heißt, egal wo du dann deinen Photoshop öffnest, du hast es dann immer schon ja in der Cloud dabei. Ne? Ganz praktisch. Jetzt brauche ich es hier nicht, also mache ich das jetzt hier mal zu, rechte Maustaste schließen und dann bist du das auch schon los. Wie gesagt, wenn dir das jetzt hier zu viel ist, die Farbfelder meinetwegen, kann ich die auch noch mal hier reinziehen. Ja, so kann ich das hier verschieden anordnen. Ich kann das auch sogar noch größer und kleiner machen, wenn ich das hier möchte. Ich lasse das jetzt mal so, weil ich einen recht großen Bildschirm habe. Wichtig ist jetzt, dass ich meinen Arbeitsbereich so speichern kann. Das heißt, ich gehe hier unter Fenster, dann gehe ich auf Arbeitsbereich und sage hier neuer Arbeitsbereich. Gebe der ganzen Sache irgendeinen Namen. Ich sage jetzt mal auch wieder Mustererstellung. So, und dann gehe ich hier auf Speichern. Und wenn ich jetzt hier unter Fenster gehe und in Arbeitsbereich, dann siehst du, Mustererstellung ist jetzt mein Arbeitsbereich und der ist aktiviert. Dass der aktiviert ist, sehe ich daran, dass hier ein Haken vor ist. Und wenn ich jetzt auf einen anderen gehe, meinetwegen ich gehe jetzt hier auf Grafik und Web, achte bitte einmal drauf, es ändert sich jetzt hier komplett anders. Nämlich man braucht dann vielleicht andere Paletten. Und das sind so die Vorgaben, die hier schon drin sind. Wie gesagt, du kannst dir deinen eigenen Arbeitsbereich erstellen. Ich wechsle jetzt mal wieder auf unseren. Du siehst jetzt, ist dieser aktiv, weil hier ist nämlich der Haken vor. Und wenn ich jetzt wieder auf Mustererstellung gehe, ist der Arbeitsbereich wieder jetzt so, wie wir uns den gerade angelegt haben. Deine Aufgabe ist jetzt hier an dieser Stelle, deinen eigenen Arbeitsbereich zu erstellen. Ja, auch wenn du jetzt noch so gar keine Ahnung von den verschiedenen Paletten, Farben, Muster, Pinsel, Werkzeugen, alles hast, ist nicht schlimm. Du sollst hier nur einmal spielen, einmal ausprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Du kannst auch gerne einfach das machen, was ich hier gemacht habe, dieselben Paletten aufmachen, hier einfügen und anordnen und abspeichern. Es geht nur ums Üben. Wenn du die Einstellung nicht mehr haben möchtest, also wenn du den Arbeitsbereich nicht mehr haben willst, dann gehst du wieder unter Arbeitsbereich und ich wechsle jetzt mal hier auf Grafik und Web, einfach nur, weil ich dann jetzt theoretisch die Mustererstellung löschen könnte. Dann gehe ich hier auf Arbeitsbereich löschen, kann dann hier auswählen, welchen ich löschen möchte und dann auf löschen und dann wäre er weg. Ja? Also ich gehe jetzt mal auf abbrechen, weil möchte ich jetzt natürlich nicht. Ich kann den auch noch teilen, ja, auch immer ganz praktisch. Also wenn ich jetzt möchte, dass du auf derselben, ja, dass dein Computer genauso aussieht wie meiner oder dein Photoshop, dann kann ich hier auf Teilen gehen und kann mir das Ganze abspeichern. Wie gesagt, so sieht erstmal der Arbeitsbereich aus. Schreib in die Kommentare, was du gerne wissen möchtest, worüber du gerne mehr erfahren möchtest, über welchen Bereich in Photoshop, über welche Paletten, Ebenen, Werkzeuge, was auch immer. Einfach nur mal so aus dem hohlen Bauch heraus. Was glaubst du, was dich weiterbringt? Ich frage, damit ich dir bessere Tutorials hier auf dem Kanal erstellen kann und dir vielleicht noch das ein oder andere bieten kann, was du sonst nicht bekommen hättest. Einfach weil ich weiß, was dich interessiert. Ja. Vielleicht müssen wir noch kurz einmal hier über diese Leiste hier sprechen. Die funktioniert vom Prinzip her genauso. Die kann ich hier durch die Gegend schieben und ich kann die sogar hier anbauen, wenn ich das möchte. Ich bin das jetzt absolut gewohnt, dass das Ding hier auf der linken Seite ist. Ich lasse das jetzt mal hier, aber ja, wie gesagt, also eigentlich ist sie für mich immer hier links. Aber du kannst sie eben auch hier andocken. Wichtig ist jetzt, wenn ich hier draufklicke, hier auf mein Verschieben-Werkzeug, dann ändert sich hier oben die komplette Leiste. Ne? Und das passiert dir bei jedem. Ja, also ich gehe hier drauf und dann
ändert sich hier die Möglichkeit, die Angaben, die ich hier machen kann. Ne? Also das ist jetzt hier die Arbeitsfläche. Wenn ich jetzt eine Arbeitsflächenwerkzeug, also wenn ich eine Arbeitsfläche erstellen möchte, kann ich das jetzt hiermit tun. Und ja, so ist das hier im Prinzip bei jedem Werkzeug. Schön ist noch, hier unten an manchen Werkzeugen ist so ein kleines Dreieck dran. Und das heißt immer, darunter befindet sich noch mehr. Ja? Deswegen, wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich mit der linken Maustaste festhalten, unten rechts, dann sehe ich noch mehr Werkzeuge. Ja? Also einfach mal ausprobieren. Hier habe ich den Pinsel und das Buntstiftwerkzeug. Wenn ich jetzt auf Pinsel klicke, habe ich hier oben natürlich wieder eine andere Leiste. Und das Schöne ist, ich kann hier auch direkt andere Pinsel auswählen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Aquarellpinsel drin. Also kann ich hier mir einen Aquarellpinsel nehmen, kann hier die Größe einstellen, ja. Und dann kann ich hier anfangen zu malen, ne? Damit du schon mal so eine erste Idee bekommst, was man hier so machen kann. Ich nehme mir jetzt einfach ja, meinen Pinsel und dann lege ich mal los hier. Wo ist er denn? Ja, das hat man davon, wenn man das alles so anders anordnet. Vordergrundfarbe ist bei mir jetzt schwarz, das heißt, du müsstest das sehr gut sehen können. Also gehe ich hier einmal lang und wenn ich jetzt hier rein zoome, dann kannst du ja sehen, dass das hier ein Aquarellpinsel ist, hier zumindest an dem Rand. Ja, kann man mal ausprobieren. Ne? So, jetzt bin ich wieder rausgezoomt. Ja, also wichtig ist, dass du verstehst, diese Werkzeuge hier, wenn du da draufklickst, ändert das hier oben in Arbeitsleiste und du kannst immer wieder anpassen, du kannst immer wieder neue Ideen haben. Also wann immer du hier irgendwas machst, ändert sich da oben komplett alles. Ne? Also ich habe jetzt hier ja zum Beispiel meine Farbfelder oder Farbe, hier habe ich das Protokoll, da kann ich immer ein zurückgehen, dann ist das eben wieder weg. Ja, ja, das liegt einfach daran, dass das immer hier darauf abgestimmt ist, was du hier siehst. Sehr praktisch, ja. Natürlich keine Wahnsinnsneuerung, natürlich auch nicht nur in Photoshop verfügbar, aber damit du schon mal so eine Idee kriegst, was das alles so ja, bringt, was wir hier machen. Eine erste Idee, du sollst schon mal Photoshop ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib dir eine erste Einführung in Photoshop und ja, und es macht dir einfach Spaß, mal mitzumachen. Wenn dem so ist, hinterlass mir doch einen Kommentar und dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.